Hallöchen ihr Lieben, wir haben heute für euch wieder ein ganz schnelles, einfaches Rezept und zwar sind es Schinken-Käse-Puffer. Die sind super lecker, gehen super schnell und du kannst sie als Mittagessen, als Frühstück oder einfach nur als Beilage essen. Und dazu braucht ihr 100 Gramm Emmentaler und 3 Scheiben Kochschinken. Von dem Emmentaler nehmt ihr erstmal die Hälfte und gebt die in so einen Mixer. Wir haben jetzt hier so einen handbetriebenen. Das finden wir momentan recht praktisch, weil der macht keinen Lärm und geht trotzdem recht fix. Und dazu kommt gleich der ganze Schinken. Und dann wird das erst einmal klein gemacht. Du mixt es halt einfach so lange, bis es richtig fein ist und dann gibst du es in eine Schüssel. Und damit aus unserer Schinken-Käsemasse jetzt auch richtige Puffer werden, braucht ihr noch erstmal Gewürze für den Geschmack und zwar etwas Basilikum, Salz und Pfeffer. Dann braucht ihr noch 40 Gramm Frischkäse, 20 Gramm Haferfaser, damit das Ganze eben gut bindet und 2 Eier. Und die 2 Eier gibst du jetzt in die Schüssel mit dazu und dann kommen die Gewürze mit dran. Etwas Pfeffer und einem Teelöffel Basilikum und so 1-2 Prisen Salz, je nachdem wie viel Salz das du dran magst. Und dann verquirlst du das erst einmal. Nico hat das hier einfach mit einer Gabel gemacht. Und wenn sich das dann so ein bisschen verbunden hat, dann kommt der Frischkäse mit dazu und den rührst du auch nochmal gut ein. Und wenn dann kein Frischkäse mehr direkt sichtbar ist, kommen die Haferfasern mit dazu. Die nehmen wir heute eben zur Bindung. Falls du keine Haferfasern hast, es geht wahrscheinlich auch mit Bambusfasern, aber Haferfasern geben dem Ganzen halt nochmal ein bisschen mehr Geschmack. Ja, und wenn es sich dann gut vermischt hat, lässt du es vielleicht kurz stehen, erwärmst deine Pfanne und gibst da etwas Olivenöl rein. Damit unsere Puffer auch schön aussehen, haben wir heute Dessertringe verwendet. Die reibst du innen drin auch nochmal kurz mit Olivenöl aus, damit eben der Puffer nicht so krass dran hängen bleibt. Und dann schaltest du die Pfanne so auf untere, mittlere Hitze. Und es ist nämlich relativ wichtig, weil in diese Dessertförmchen kommt jetzt erstmal ein Teil, also ungefähr die Hälfte von dem restlichen Käse. Und der muss erstmal anbraten, anknuspern und wenn der dann soweit ist, dann kommt nämlich diese Eimasse mit rein. Wenn du deine Pfanne zu hoch schaltest, dann kann es passieren, dass der Käse verbrennt. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann lassen wir das Ganze etwas stocken. Das machst du bei relativ niedriger Hitze, weil, wie gesagt, sonst verbrennt uns eben der Käse. Das dauert jetzt ein paar Minütchen. Ich glaube, wir haben so 10 Minuten gewartet, bis alles gut gestockt war. Und dann musst du die Dessertringe vom Puffer lösen oder andersrum den Puffer von den Dessertringen. Wenn du natürlich keine Dessertringe verwendest, dann fällt bei dir der Schritt weg. Jetzt gibst du den restlichen Käse in die Pfanne, also aufgeteilt auf 4 Portionen, weil das kommt auf die andere Seite von unserem Puffer. Also du machst immer so ein kleines Häufchen in die Pfanne rein, legst den Puffer drauf, drückst ihn leicht an und dann musst du das Ganze nochmal braten und zwar so lange, bis der Käse geschmolzen ist und eine schöne Farbe hat. Wenn du willst, kannst du dazu einen Frischkäse-Dip machen. Du kannst es in der Mitte aufschneiden, weil das so leicht brotartig ist und wir haben da so Frischkäse drauf geschmiert. Alternativ kannst du es natürlich auch vorbereiten und als Frühstück essen oder in die Arbeit mitnehmen für unterwegs. Also das ist extrem vielfältig und ja, was du denn damit gemacht hast, schreib das mal in die Kommentare. Das interessiert uns nämlich sehr. Und wenn du mehr so einfache Rezepte haben möchtest, dann sag uns das, indem du dem Video ein Däumchen gibst, weil Däumchen retten Videos und wir wissen dann, dass wir mehr solche Rezepte machen müssen. Wir fanden die Puffer auf jeden Fall super lecker und wenn du das Ganze nochmal zum Nachlesen brauchst, dann schau mal in die Infobox. Da ist der Link zum Blog und da findest du das Rezept zum Ausdrucken und zum Nachlesen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.